Mein Name ist Marco Röder, ich bin der Logistikleiter der ITC Logistik in Willich. Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen, Mittelstand. Uns gibt es seit 1975, das heißt, nächstes Jahr feiern wir unser 50-jähriges. Ich selbst bin nicht ganz so alt, ich bin aber auch schon über 20 Jahre dabei. Die ITC ist mit 6 Standorten in Deutschland und insgesamt 18 in Europa unterwegs. Und wir sind ein klassisches Speditions- und Logistikunternehmen, aber auch sehr breit aufgestellt mit zum Beispiel technischen Dienstleistungen oder Verpackungslösungen oder haben auch ein Schwesterunternehmen, welches Umweltprodukte vertreibt. Nun, wir nutzen klassischerweise den Einkauf, den Verkauf, die Fertigung, aber auch die Lagerlösung und teilweise auch inzwischen die Zeiterfassung fürs gewerbliche Personal. Besonders hervorheben möchte ich, dass es also webbasiert ist und durch die Multi-Company und die anderen Multifunktionalitäten einfach super leicht zu administrieren ist und von überall aus in allen Niederlassungen genutzt werden kann und ja, ich sage manchmal zur Freude der Mitarbeiter auch aus dem Urlaub heraus gearbeitet werden kann. Ganz wichtig finde ich auch, dass wir hier im Vergleich zu vielen anderen Lösungen die totale Kontrolle über unsere Daten haben. Das heißt also, die Import- und Exportfunktionalitäten lassen hier einfach gar keine Wünsche offen. Und dieser durchgängige, gleichmäßige Aufbau der Module, die Ansichten, die verschiedenen, die man zur Verfügung hat, die Masken, die Funktion des Filterns, des Gruppierens, egal in welchem Modul man sich befindet, machen also eine sehr, sehr flache Lernkurve, machen es also sehr intuitiv für die Nutzer, für die Mitarbeiter. Wir haben eine sehr spannende gemeinsame Geschichte. Ende 2018 hatte ich mit OBS Kontakt, um einen Workshop aufzusetzen zur Einführung von Odoo in unserem Unternehmen, um die bis dahin eingesetzten alten Warenwirtschafts- und Lagerlösungen zusammenzufassen. So wurde dann für Mitte November 2018 ein Workshop geplant und am 5. November wurden wir Opfer einer Hackerattacke. Wir brauchten also sehr schnell eine Lösung. Unsere Systeme waren komplett verschlüsselt. In unserer Lagerlogistik waren wir völlig aufgeschmissen. Wir hatten nur noch einen Ausdruck eines Lagerspiegels, 400 Seiten Papier, mit denen wir da ein paar Tage gearbeitet haben. Und nach diesem Hackerangriff, 4 Tage später bereits, hatte uns OBS den ersten Server aufgesetzt, am 9.11. Und am 15.11. nach diesem Workshop, der zu einem Go-Live-Einführungsmeeting wurde für uns, haben wir dann die ersten 10.000 Lagerorte angelegt in Odoo, die ersten 5.000 Produkte importiert und die damaligen 25 Kunden in recht kurzer Zeit wieder vollumfänglich bedienen können. 14 Tage nach dieser Hackerattacke waren wir quasi vollständig live mit Odoo und das natürlich mit der Unterstützung von OBS. Wir haben in dieser Zeit keinerlei Kunden verloren. Eine durchaus spannende Phase, aber wir haben es geschafft. Was uns gefällt bei OBS ist, dass OBS immer möglichst nah am Standard bleiben möchte von Odoo und vor Customizing nicht warnt, aber zumindest den Hinweis gibt, dass man es möglichst klein halten soll. Wichtig für uns war eben auch, einen Partner zu haben, der unser Business ein bisschen versteht. Da wir nun sehr komplex und sehr breit aufgestellt sind, können wir nicht erwarten, einen Partner zu finden sofort, der alles begreift, was wir tun. Aber ich glaube, OBS hat uns im Laufe der Zeit auch ganz gut kennengelernt und mittlerweile gehen die Projekte auch sehr, sehr zügig von der Hand. Manchmal sogar muss ich von OBS getrieben werden und bin ich schnell genug. Odoo könnte gerne noch die Barcode-App verbessern. Da ist Odoo noch nicht ganz so nach unserem Geschmack. Aber ich denke, das wird. Bei OBS fällt mir gerade spontan noch nichts ein. Alle beide zusammen, finde ich, sollten einfach mehr Werbung für Odoo machen und das Ganze noch mehr aus der Nische holen, weil ich glaube, da ist noch richtig Potenzial drin und so wie Odoo in Indien und Co. durch die Decke gegangen ist, sollte das hier gerade auch im deutschsprachigen Raum auch bald gelingen.